Ich bin Valentina, Holger ist heute auch mit dabei und wir haben euch das Keypad mitgebracht. Das möchten wir nämlich heute mal in der App anlernen und konfigurieren. Genau, wir haben euch das ja schon mal gezeigt in einem anderen Video, was dieses Gerät grundsätzlich ausmacht, wie man es einsetzen kann. Aber heute machen wir mal die Live-Inbetriebnahme mit euch gemeinsam. Ganz genau. So, und dafür müssen wir das Ganze erst einmal in die Hand nehmen. Können dann, solange es noch nicht montiert ist, das Ganze über die Rückseite demontieren, indem wir hier einfach diesen Hebel ein bisschen hochkippen. Ja, aber ansonsten auch von unten die Möglichkeit aufzumachen. Ne? Ansonsten haben wir unten mit einem spitzen Gegenstand die Möglichkeit, wenn es an der Wand montiert ist, das Keypad zu entnehmen. Ich nehme das Ganze aus der Halterung raus und kann dann hier hinten einmal die Schraube des Batteriefachs öffnen. Vorteil ist, ich kann das schon leicht mit der Schraube zusammen rausnehmen. Habe ich nicht das Problem, dass ich vielleicht die Schraube verliere. Und ich kann dann nicht schon mal auf Gerät anlernen klicken. Genau. Einfach unter Mehr in die Geräteübersicht und dann wartet unser Assistent darauf, dass du den Isolierstreifen rausziehst. Richtig, der befindet sich hier. Den kann ich so einmal lösen, dann die Batterie nochmal reindrücken. Und dann sehen wir auch hier vorne schon unsere Blinkfolge. Passiert bei dir was? Ja, ich habe ein Keypad gefunden. Welch Wunder, ich habe es nicht erwartet. Aber ich muss noch einmal die letzten 4 Stellen der Seriennummer eingeben. Magst du die einmal ablesen? Die B338. Ja, auch hier gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, Geräte anzulernen, nicht nur über die letzten 4 Stellen der Seriennummer. Ihr könnt natürlich auch einfach den QR-Code-Aufkleber einscannen. Wir haben den jetzt hier gerade nicht parat. Wir machen es einfach über die letzten 4 Stellen der Seriennummer und bestätigen. Genau. So. Ja, dann warten wir mal einen kleinen Moment ab, bis sich das Gerät zurückmeldet. Suchen uns einen hübschen Raum aus. Wo wollen wir es denn unterbringen? Ich würde sagen, neben der Haustür. Neben der Haustür. Im Außenbereich. Okay. Aber vielleicht erste Frage, die hier kommt, haben Sie das Keypad bereits montiert? Ja, weil es gibt wieder so einen kleinen Assistenten, der mir auch behilflich ist. Kennt ihr schon von unserem Türschlossantrieb, der hier auch noch liegt. Da wird auch immer am Anfang so ein bisschen euch gezeigt, wie installiert, wie montiert man dieses Gerät überhaupt. Ich würde sagen, wir klicken einfach mal auf Nein. Wir haben es noch nicht installiert. Ganz genau. Und jetzt muss ich einmal den Systempin eingehen. Der Systempin ist ja letztendlich ein zusätzlicher Schutz, den ihr im Bereich Basics der App findet. Bei der Ersteinrichtung werdet ihr da so ein bisschen hingeleitet, schützt euer System vor unberechtigter Konfiguration. Und da gehört natürlich auch so ein Türschloss oder ein Codeschloss mit dazu, dass dann nicht einfach jeder darauf zugreifen kann. Wir haben den sichersten Code der Welt genommen, 1, 2, 3, 4 hier, da solltet ihr natürlich was anderes nehmen. Ja. Und dann seht ihr hier so einen Assistenten, der euch zeigt, wie das Gerät zu installieren ist. Dafür müssen wir nämlich den Rahmen einmal nehmen, die mitgelieferten Schrauben und ja, an der Wand mit Dübeln dann befestigen. Ja, kein Problem. Uns das jetzt mal. Ich lege das mal hier hin. Wunderbar, das ist unsere Wand hier. Das ist wunderbar montiert. Ja. Da brauchen wir nicht mal Dübel, ja? Können wir so reinschrauben. So, und dann müssen wir einmal das Keypad oben quasi einmal einsetzen und unten einklicken. So. Wunderbar, das Einrasten haben wir gehört. Weiter. Ja, und das war's. Oh, ist jetzt nicht so kompliziert, ne? Nee. Eine Bohrmaschine braucht ihr eventuell noch. Das kann sein, aber wie gesagt, keine Leitung im Außenbereich. Ja, finde ich auch total toll. Also ohne Signalleitung, ohne Festspannungsversorgung, einfach über Batteriebetrieb. Gut, welchen Raum wolltest du denn haben, Valentina? Ja, Haustür, Außenbereich. Haustür, Außenbereich. Oder einfach. Wir können auch außen. Wir können auch außen einfach vielleicht sagen, oder? Außen. Okay. Weiter. Next Step. Wie nennen wir das Gerät? Keypad, Eingangstür. Ja. Weil vielleicht haben wir ja auch mehrere Türen. Stimmt. Mit mehreren Keypads. Ja. Nehmen wir mal Keypad, Eingangstür. Falls man einen Kellerzugang hat, Garagentor. Auch eine coole Idee, ne? Gerade an der Garage. Ja. Weiter. So, und jetzt haben wir hier verschiedene Benutzerkanäle. 8 Stück an der Zahl. Ja, da haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir definieren mal unsere Codes. Vielleicht möchte ich einen speziellen haben, meine Kinder einen kürzeren. 4-stellig muss der PIN-Code halt mindestens sein. Also jeder Benutzer wird eigentlich dadurch definiert, dass er einen eigenen Code hat, wenn man so möchte. Ja, dann beginnen wir doch einfach mal bei dir. Du bist Benutzer 1. Alles klar. Dann, wie möchtest du denn deinen Benutzer nutzen? Für Lichtfunktionen, für Sicherheitsfunktionen oder aber für Zutrittsfunktionen
oder aber Zutritt und Sicherheit parallel. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Licht und Beschattung ganz oben an. Und Ja, super cooler Punkt eigentlich, denn ihr könnt das Türschloss, das Keypad quasi nutzen, um damit Aktoren anzusteuern. Das können Schaltaktoren, Dimmaktoren oder auch Rolloaktoren sein, denn dann taucht dieser Benutzerkanal später in einer Gruppe auf und ihr könnt ihn flexibel verknüpfen quasi als Gruppenkanal. ja. Dann hätten wir die Sicherheit. Ja, Sicherheit ist ganz normal. Ich definiere einen Code, drücke zum Beispiel auf Verriegeln, das ist einmal hier die Taste, und dann wird mein Vollschutz beim Verlassen des Hauses aktiviert. Genauso andersrum, ich kann einen PIN definieren und sagen, der Vollschutz wird deaktiviert, wenn ich dann auf Entriegeln drücke. Und ja, somit kann ich meine eben Alarmmodi einstellen. Super. Ich kann das Ganze aber auch kombinieren. Nee, genau, wie du es gerade schon zeigst. Ich kann das Ganze mit dem Zutritt kombinieren, dass ich über einen Code meine Haustür aufschließe und den Vollschutz deaktiviere oder eben andersrum die Haustür abschließe und den Vollschutz aktiviere. Perfekt. Braucht ihr wirklich nur noch einen Code eingeben, Entriegeln oder Verriegeln drücken, dann geht die Haustür auf, Alarmfunktion wird deaktiviert oder aber eben Alarmfunktion aktiviert und Haustür abgeschlossen. Lass uns das doch mal nehmen für dich, würde ich sagen, oder? Ja. Ja. Weiter. Ja, dann nennen wir diesen Benutzer doch auch direkt mal Valentina. Richtig. Und weiter. Jetzt darfst du dir deinen Code aussuchen. Ja, dann nehmen wir einfach mal. 4, 3, 2, 1. Finde ich super. Wunderbar. Wie gesagt, 4-stellig muss der Code mindestens sein, 8-stellig maximal. Ja, ihr findet hier oben auch noch so ein kleines Infosymbol. Da kriegt ihr immer noch so ein paar Informationen, wann der überhaupt benutzt wird, dieser Code. Und dann auf Weiter geklickt. So, damit haben wir jetzt deinen Benutzer angelegt und deinen Code angelegt. Richtig. Jetzt schauen wir mal nach, ob wir überhaupt... Ich lasse die anderen Benutzerkanäle jetzt einfach mal frei. Ja, wir gehen davon aus, nur du bist hier für den Zutritt berechtigt und beende das Anlernen damit auch des gesamten Keypads. Jetzt müssten wir einmal die Konfigurationstaste betätigen am Keypad, um die neuen Daten zu übertragen. Ist ja ein batteriebetriebenes Gerät. Das kennt ihr teils ja auch von Wandtastern, von Fensterkontakten, dass man einmal kurz die Konfigurationstaste, die Systemtaste betätigen muss. Hier ist es jetzt in diesem Fall die Entriegelungstaste. Magst du einmal draufdrücken, dann übertragen wir die Daten. Sehen wir auch am Blinken oben, dieses orangefarbene Blinken weist immer darauf hin, dass Daten gerade übertragen werden. Und dann können wir mit OK das Ganze abschließen. Ja, und schon ist unser Keypad angelernt und wir haben einen Code vergeben. Genau, jetzt gib doch mal deinen Code ein und wir schauen mal, was passiert. 4, 3, 2, 1 hatte ich dir ja festgelegt. Es blinkt. Es bestätigt auch grün. Ja, und das zeige ich jetzt auch nochmal. Aber passieren tut tatsächlich nichts. Der Code wurde zwar akzeptiert, also dein Benutzer wurde quasi einmal akzeptiert, aber wir haben noch gar keine Verbindung hier zu unserem Türschlossantrieb. Ganz genau. Unser Türschlossantrieb weiß jetzt natürlich nicht, nur weil das Keypad in der Nähe ist, dass er reagieren soll. Also müssen wir das Ganze noch verbinden. Und dafür gibt es die Zutrittsberechtigung. Da weist euch die App auch darauf hin, wenn ihr noch keine Zutrittsberechtigung habt, dass ihr eine anzulegen habt, könnt ihr entweder hier über den Assistenten oben direkt erreichen oder aber ihr geht einfach auf Mehr in den Bereich Zutritt und findet dort die Zutrittsberechtigung. Ja, dann legen wir dir doch einmal eine an. System-PIN eingeben, nicht zu verwechseln mit dem Code, den du hier gerade aktiviert hast. Ja. System-PIN ist halt der Code aus den Basics, wie wir vorhin schon einmal kurz erwähnt hatten. Bestätigen. Und jetzt eine erste neue Zutrittsberechtigung für dich. Die nennen wir dann Valentinas Berechtigung oder Zutrittsberechtigung. Genau, denn ich kann ja auch andere Dinge damit steuern. Berechtigung. Oh, da habe ich mich vertippt. Und weiter.
Dann wählen wir den Türschlossantrieb aus. Du könntest ja auch eventuell mehrere Antriebe mit einem Code öffnen können. Ja, dann hätten wir hier halt ein bisschen mehr Auswahl. Jetzt haben wir nur diesen einen Türschlossantrieb angelernt. Dementsprechend willst du diesen natürlich auch steuern. Also weiter. Ja. Da sollte man natürlich auch darauf achten, solltet ihr darauf achten, wenn ihr mehrere von den Antrieben benutzt, dass ihr die natürlich eindeutig benennt. Denn sonst wisst ihr später, wenn ihr Keypads verwendet oder eins, gar nicht genau, welchen Antrieb ihr gerade damit verknüpft habt. Das wird hier jetzt nämlich spannend. Welcher Benutzer darf auf diesen Türschlossantrieb zugreifen? Und da seht ihr jetzt hier schon eine ganze Reihe an Geräten. Wir haben mehrere iPhones, die hier in dieser Installation schon angelernt sind. Wir haben auch einen Wandtaster zum Beispiel, den man nutzen könnte in der Zutrittslösung. Oder aber halt auch hier einmal Valentina, das ist die Berechtigung, die wir hier auf dem Keypad angelegt haben. Keypad-Eingangstür, wie du ja gerade schon so schön sagtest. Es ist wichtig, dass wir die Geräte sauber beschriften. Und du sollst berechtigt sein, hier dieses Türschloss über das Codeschloss zu bedienen. Klicken wir mal auf Weiter. Auch hier müssen wir einmal wieder die Systemtasten betätigen. Beim Keypad ist es die Entriegelungstaste. Mache ich auch mal gerade. Okay. So, und damit könnten wir auch dieses Profil abschließen oder wir limitieren deinen Zugang. Und zwar über ein Zeitprofil. Die Chance hätten wir auch noch. Ja. Vielleicht können wir es noch mal kurz erklären. Vielleicht magst du es einfach noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Ja, also über die Zeitprofile habt ihr die Möglichkeit, ganz einfach einen Wochentag zu definieren und eine bestimmte Uhrzeit, zwischen 16 und 18 Uhr zum Beispiel, in der dieser Code verwendet werden kann. Das heißt, bei Eingabe und Bestätigung über Entriegeln wird die Haustür geöffnet, aber eben nur in diesem bestimmten Zeitraum. Dann lassen wir doch erstmal vielleicht das Zeitprofil außer Acht. Wir prüfen mal, ob du jetzt mit dem Türschloss, mit dem Codeschloss, Entschuldigung, unsere Haustür öffnen kannst. Ja. Die Zutrittsberechtigung steht, die haben wir gerade angelegt. Wunderbar. Dann gebe ich nochmal unseren tollen Code ein und bestätige das Ganze hier. 1A. Und schon setzt sie sich in Bewegung. Dreht jetzt ein bisschen länger, weil sie nicht installiert ist an der Haustür. Ja, wir sind hier so ein bisschen nicht wirklich oder haben das Ganze ja nicht wirklich installiert. Deswegen müsst ihr euch nicht wundern, dass wir hier ein bisschen längere Fahrzeiten und dergleichen haben. Aber es funktioniert. Wir können jetzt bereits über das Codeschloss unsere Haustür öffnen und auch verriegeln. Und jetzt lass uns das mal limitieren. Wir ändern die Zutrittsberechtigung einfach mal, die wir gerade erstellt haben für dich. Dafür klickt ihr wieder drauf und können jetzt ein Zeitprofil hinzufügen. Ja. So, heute haben wir den Donnerstag. Dann nehmen wir doch einfach mal direkt 16 bis 18 Uhr. Ja. Endzeitpunkt 18 Uhr, Startzeitpunkt 16 Uhr, 18 Uhr wollten wir nehmen, sichern. So, jetzt haben wir also einen sehr limitierten Zeitbereich für den Zutritt. Mit Plus könntet ihr auch noch weitere Zeitbereiche natürlich anlegen und das für jeden Tag. Ja, also beispielsweise, wenn eine Haushaltshilfe vorbeikommt oder ja, Nachhilfe, die Großmutter zu Besuch kommt, um die Kinder zu betreuen, aber eben immer nur mittags. Wenn die Kinder aus der Schule kommen, dann kann man ganz einfach hier das Ganze definieren. Solltet ihr dann aber natürlich über eine separate Zutrittsberechtigung machen. Ne? Die eigene würde ich immer unlimitiert lassen. Ich will ja immer ins Haus rein. Ja, und für Gäste oder aber auch eine Haushaltshilfe, wie du es schön sagtest, dann limitieren. Okay, ja, dann lass uns das nochmal ausprobieren. Wir haben das Zeitprofil jetzt eingerichtet. Gerne. Ich gebe hier wieder unseren Code ein und entriegeln. Ja, bekommen eine rote Quitterung. Kein Zutritt gestattet. Ja, Türschloss setzt sich nicht in Bewegung. Wunderbar. Da habt ihr also die Möglichkeit, diese Zutrittsberechtigung zu limitieren. Und wir könnten jetzt natürlich auch sagen, in dieser Zutrittsberechtigung soll vielleicht noch ein anderer Nutzer ebenfalls in der Lage sein, das Schloss zu öffnen. Dann könnt ihr einfach nochmal auf die Smartphone-Gerätezuordnung gehen. Wenn mein Telefon, das ich hier jetzt auf dem Tisch liegen habe, ebenfalls eine Berechtigung erhalten soll, dann wähle ich halt auch einfach noch mein Telefon mit aus. Fertig. Wieder müssen wir zum Abrufen der Daten einmal die Entriegelungstaste betätigen bei den Geräten, die Systemtasten betätigen
Und jetzt kann ich ja mal zurückgehen in den Homescreen, denn wir sollten jetzt eigentlich im Flur unser Gerät sehen. Das war vorher nicht der Fall, weil dieses Smartphone noch keine Zutrittsberechtigung hatte. Jetzt kann ich es bedienen. Und wir gucken mal, was passiert, wenn ich jetzt die Tür aufmache. Da sollte nämlich genau dasselbe passieren wie am Keypad. Es ist ein und dieselbe Zutrittsberechtigung und dementsprechend der Zeitbereich, da sind wir momentan nicht drin, habe ich keine Berechtigung, hier ins Haus zu gehen. So, wir haben ja natürlich auch neben Zutritt und Sicherheit auch noch die Möglichkeit, Licht und Beschattung zu konfigurieren. Beispielsweise können wir einen Code definieren für das Licht innen, wenn wir nach Hause kommen. Oder wir sagen, wir möchten über eine Codeingabe, weil das Keypad ja im Außenbereich ist, vielleicht eine Außenlichtstimmung aktivieren am Abend. Auch das wäre möglich. Und dazu legen wir jetzt einfach nochmal einen neuen Benutzer an, für dich, Holger, damit du dein Licht steuern kannst. Okay, dann muss ich erstmal unter Mehr in die Geräteübersicht hineingehen, das Keypad raussuchen, den Systempin natürlich wieder eingeben, damit sich nicht einfach jeder selbst eine Berechtigung erzeugen kann. Und dann müssten wir einfach nur einen zweiten Benutzerkanal anlegen. Gut, machen wir das mal für mich. Zuordnung. Ja, und da würden wir jetzt in diesem Fall dann Licht und Beschattung wählen. Ganz genau. Beschattung, weil ihr auch Rollos und Markisen natürlich darüber ansteuern könntet. Es verhält sich dann einfach in der Schaltgruppe wie ein Taster, der aber über Codeingabe stattfindet. Licht und Beschattung. Benutzerkanal 2. Ach, dann würde ich sagen, gebe ich doch auch mal direkt meinen Namen ein, oder? Ja. Holgers Licht. Holgers Licht. So nennen wir vielleicht die Gruppe später. Ja? Lass uns mal beim Kanalnamen nur meinen Namen nehmen und bei der Gruppe, die wir später erstellen, sagen wir dann einfach Holgers Lichtgruppe. Sehr gut. So, mein PIN-Code ist natürlich auch ein extrem schwieriger 9876 und weiter. Ja, dann können wir auch direkt schon dem Assistenten wieder folgen, denn wir wollen ja eine Gruppe bauen zwischen dem Benutzer Holger vom Keypad und ja, wir haben da hinten so eine Steckdose für euch vorbereitet mit einer Lampe dran. Entweder folgt ihr direkt dem Assistenten hier über Geräteverknüpfung erstellen oder aber wir können natürlich auch jederzeit hier auf den Bereich Gruppen klicken und manuell nachträglich und eine erstellen, aber auch verändern. Ja, also da gibt es keine Grenzen. Plus. Und jetzt werden wir Holgers Lichtgruppe erstellen, ja? Holgers Lichtgruppe, die wir dann ansteuern werden über unser Codeschloss mit dem Benutzer Holger. Also plus, wir wählen aus unsere Lampe, die über die Schalt-Mesh-Steckdose hier einmal aufgeführt ist. Und wir wählen im nächsten Step aus mit plus Holger, den Benutzer vom Keypad Eingangstür. Ja. Weiter. Einmal die Konfigurationstaste betätigen. Das ist hier im Übermitteln der Daten. Entriegeln. Genau, seht ihr auch schön immer an dem Blinken, an dem orangefarbenen Blinken. Es findet eine Verknüpfung statt zwischen dem Gerät und der Steckdose. Auch hier wieder erwähnen wir ja sehr oft, weil uns das auch wichtig ist, dass ihr das wisst. Es findet eine direkte Verknüpfung zwischen den Geräten statt, wenn ihr eine Gruppe baut. Bei Automatisierungsregeln sieht das ein bisschen anders aus, aber hier bei Gruppen direkte Verbindung. Ja, und jetzt sollte es schon funktionieren. Ja, Gruppe haben wir erstellt und jetzt gucken wir mal, ob wir die Lampe damit angesprochen kriegen. Wir haben zwei Tasten, ja einmal Entriegeln, Verriegeln. Entriegeln schaltet ein, Verriegeln schaltet aus. Gucken wir einfach mal hinten zur Leuchte. Wunderbar. Angeschaltet und dann wollen wir auch noch mal die Taste zum Verriegeln drücken. Ausgeschaltet. Ja, welche Verbraucher ihr auch immer damit schalten wollt, aber ihr habt halt die Möglichkeit, über eine solche Gruppe entweder Schaltaktoren oder Beschattungsaktoren anzusprechen. Ja. So, und damit wir dann auch wirklich alles gezeigt haben, was dieses Codeschloss kann, lass uns doch noch mal einen Blick in die Geräteübersicht werfen. Ja. Denn wir hatten euch ja schon mal erzählt, dass wir hier Manipulationssperren haben und die können wir dort einrichten. Keypad-Eingangstür, einmal wieder den PIN-Code eingeben. Da haben wir im oberen Bereich die Manipulationssperren.
Genau, also wir haben die Möglichkeit zu sagen, wie viele Fehleingaben es bis zur Sperrung geben soll. Oder auch, wir können auch angeben, wie viele Fehleingaben bis zur permanenten Sperrung es geben kann. Ich zeige jetzt aber erstmal die Fehleingaben bis zur temporären Sperrung. Das ist auch nochmal ein kleiner Hinweistext. Und hier können wir einfach sagen, wir möchten das Ganze deaktivieren, weil bei einer Fehleingabe das Keypad sofort gesperrt werden soll. Zum Beispiel. Oder wir sagen 4-mal kann der Code eingegeben werden. Falsch, dann beginnt die temporäre Sperrung. Okay. Nimm mal 2 bitte. Lass uns das doch mal zeigen. Wir speichern das mal ab. Ja. Ich gebe mal einfach 2-mal einen Code ein, den wir nicht vergeben haben. Also 4, 5, 6, 8. Rote Bestätigung, funktioniert nicht. So, nochmal einen anderen, den wir vielleicht noch nicht haben. Eingeben, Bestätigung. Und bei mir kommt sofort die Push-Nachricht, dass das Ganze jetzt gesperrt ist. Können wir uns auch hier nochmal im Codeschloss angucken, denn jede Taste, die ich jetzt hier drücke, führt dazu, dass eine rote Bestätigung kommt. Ja. Jetzt muss die Zeitsperre halt wieder ablaufen. Ja. Ich kann jetzt auf OK das Ganze bestätigen, dass ich das gesehen habe. Und nach 15 Sekunden wäre das Keypad jetzt wieder entsperrt. Geben wir jetzt wieder einen falschen Code ein, sperrt sich das Keypad wieder temporär, aber jetzt für 30 Sekunden. Das heißt, die Laufzeit der Sperrung verdoppelt sich. Ja, wir haben jetzt aber auch noch die Fehleingaben bis zur permanenten Sperrung. Das heißt, ihr seid auch super sicher, indem ihr sagt, ich möchte, dass nach 5-mal Fehleingabe das Keypad komplett gesperrt ist. Dann kann auch nur ich, wenn ich jetzt eben der Administrator des Ganzen bin, das Ganze wieder entsperren. Ja. Und da haben wir die Auswahl zwischen 5, 10 und 15. Ich kann das Ganze aber auch insgesamt deaktivieren, wenn ich diese komplette Sperrung gar nicht haben will. Muss man ja auch berücksichtigen, dass ich dann mit dem Codeschloss wirklich nicht mehr reinkomme. Nee. Dann brauche ich das Smartphone, ja, um das wieder zu entsperren. Und wenn ich das nicht mit habe, dann wird es kompliziert reinzukommen. Ja, dann steht man vor verschlossenen Toren. Also gut überlegen, ob ihr da auf die Sperrung, auf die permanente Sperrung zugreift oder auch nicht. Das ist ja so ein bisschen situationsabhängig. Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir euch alles gezeigt, was es hier zum Keypad zu erzählen gibt. Vielen Dank, Valentina. Ja, ich danke dir. Perfekt hast du es konfiguriert. Ja, wir 2 sind jetzt Benutzer des Keypads, ja, haben uns hier entsprechend eingerichtet. Ihr wollt das sicherlich auch. Deswegen ruhig mal einen Blick auf das Produkt werfen. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann einfach damit in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.